Na, bewundert ihr das Bergpanorama? Tun wir auch. 2 Monate haben wir Spirius jetzt ohne Technik gelebt. Und jetzt zeigen wir euch, wo wir inzwischen ein neues Zuhause gefunden haben. Oder besser gesagt, wo wir uns eins aufbauen wollen. Herzlich willkommen in Chile, in Patagonien. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Hi zusammen. Unsere Gemeinschaft hat sich 2006 in Deutschland gefunden. Danach waren wir 8 Jahre in Togo, Westafrika, 6 Jahre in Otrinci in Bulgarien, haben dann 1 Jahr auf der Stahlratte gelebt, das ist ein 120 Jahre altes Segelschiff. Dann ungefähr ein halbes Jahr auf La Gomera, das ist eine Kanareninsel. Und seit ein paar Wochen sind wir in Patagonien auf chilenischer Seite. Patagonien ist ein Landstrich, der sich teilt zwischen Chile und Argentinien. Und ja, jetzt sind wir hier. Eins der Hauptziele unserer Gruppe ist ein freies, undogmatisches Leben. Und wir haben auch einen spirituellen Hintergrund. Deswegen die Orte, an denen wir bis jetzt gelebt haben, das hatte immer einen ganz bestimmten Grund, warum wir in Bulgarien waren, warum wir in Afrika waren und warum wir jetzt genau hier in Patagonien sind. Das erklärt euch unser Schamane Jürgen Hummes in einem anderen Video mal separat. Wo Bulgarien schon eine Klasse für sich war, gehen wir hier in Chile nochmal so richtig in die Vollen, wenn es um Freiheit und autarkes Leben geht. Wir haben hier in Patagonien ein Campo gefunden, so nennt man hier landwirtschaftliche Nutzflächen, der für uns eine Schatztruhe der Natur ist und uns total viele Möglichkeiten bietet, wie wir frei, autark und selbstständig leben können. Hier wollen wir uns ein natürliches Leben aufbauen und mal sehen, vielleicht gibt es ja Stück für Stück Personen, die sich bei uns noch angliedern werden. Ich bin mal mit der Kamera rundgegangen und habe den Leuten aus unserer Gruppe 3 Fragen gestellt. Erste Frage, was gefällt euch an diesem Campo hier so gut? Zweite Frage, wie fühlt ihr euch hier an dem Ort oder was hat der Ort in euch verändert? Und die dritte Frage ist, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Die Antworten auf die Fragen zeige ich euch jetzt im Anschluss. Der Ort ist einfach wie ein Märchen, wie ein Traum. Er ist wunderschön und besonders gut gefallen mir die vielen Wiesen, die schneebedeckten Berge und das wahnsinnig klare Wasser, das total weich ist. Ja, das gefällt mir am besten hier an diesem Ort. Ist, dass ich in dieser Natur leben kann, wie es mir früher immer gelungen war, es umzusetzen, aber es ist noch besser und noch eindeutiger und klarer, dass man hier wirklich in Ruhe, in Frieden leben kann und das kann man auch mehreren Menschen noch weitergeben. Also mir gefällt das hier so gut, weil man hier schwimmen gehen kann und es hier so viel Natur gibt. Ja. Das Baden und das Besser auf der Gomera. Die Berge und so. Die Papageien. Die Pappeln. Ja, die Natur, die Landschaft, dass es einfach auch unterschiedliche Landschaftsformen gibt. Totale Weite durch die Heidelandschaft hier, aber auch genau dichten Wald und Hecken und ja, umgeben von viel Wasser, Flüssen, Bächen und den Bergen. Ja, die haben für mich eine ganz besondere Ausstrahlung, die Berge. Und, was wir weder in Togo, in Bulgarien noch in Gomera gut konnten, barfuß gehen. Weil hier weder Disteln noch Brombeeren oder spitze Steine sind. Endlich mal eine Wiese, wo man einfach ja, das Barfußgehen genießen kann. Das finde ich super. Die außergewöhnliche Natur. Das Zusammenspiel von Wasser, Bergen und Wald. So. Ich glaube alles. Ja, nee, also was mir hier am Campo am besten gefällt, die, sag ich mal, 100% Natur. Hast hier nichts mit Straße oder Stromleitung oder Wasserleitung, alles ist ja Natur pur.
und man kann natürlich dementsprechend halt auch leben, also sein Leben gestalten. Man hat halt keine Grenzen, die gesetzt werden in dem Sinne, so wie jetzt eine Stromleitung, eine Straße, ja. Die Natur halt. Pur. Pur. Die gesamte Landschaft ist wunderschön hier auf dem Campo. Die Berge, die haben was ganz Besonderes, die ziehen bei allem was hoch. Schon die ersten Tage, wo ich hier war, habe ich direkt gesagt, also wenn man mal hier ist, will man nicht mehr weg. Also hier könnte man alt werden. Es ist wunderschön hier, riesige Bäume, ein Fluss, Trinkwasser, klares Trinkwasser haben wir hier. Und ja, es ist halt eben absolut friedlich und abgelegen. Es ist wunderschön hier. Die Landschaft. Also an dem Ort hier ist für mich irgendwie alles besonders. Jeder Baum, jede Pflanze, jeder Stein, sogar jedes Insekt, einfach alles ist hier für sich super eins und einfach was Besonderes. Und wenn man hier irgendwie rund geht und die Natur so auf sich wirken lässt, also für mich, ich habe noch nie einen Ort gesehen, wo sich Natur für mich so real dargestellt hat und einfach so imposant war. Es ist einfach ganz besonders. Und hier geht so ein Frieden und so eine Harmonie von aus. Ja, das macht mich manchmal echt sprachlos. Mehr kann ich da echt nicht zu sagen. Da sage ich spontan die Berge. Die Berge faszinieren mich immer noch jeden Tag. So schneebedeckt, so irgendwie so gewaltig und ja. Also mir gefällt hier die Natur ziemlich gut, die ganzen Bäume, das ganze Wasser und dass es hier so ruhig ist und abgelegen. Ja, und natürlich leben zu können und so, ja. Mir gefällt hier die wunderbare Naturlandschaft. Hier kommen viele Elemente zusammen und jedes für sich ist sehr gewaltig und eindrucksvoll. Egal ob jetzt die Berge, die Wassermassen an verschiedenen Stellen, im Fluss, im Wasserfall, im Teich. Boah, die Wolkenformationen, hier kann man Wolken erleben, wie ich sie noch nie gesehen habe in meinem ganzen Leben. Die Sonne, weil wenn sie scheint, ist sie ziemlich stark. Würde man vielleicht von Patagonien gar nicht so erwarten. Wie gesagt, jedes natürliche Element hier ist einfach eindrucksvoll und ja, sehr mächtig. Ja, nee, ich fühle mich super. Ja, die Gedanken und im Kopf einfach, wie gesagt, wieder eine Grenze und den Tellerrand auf jeden Fall erweitert im Ganzen. Ja. Der Ort gibt mir unheimlich viel Weite und Größe und Freiheit dadurch. Und außerdem komme ich wieder ganz nah an die Natur ran. Ich habe ja lange in der Stadt gelebt und dann aber viel auf dem Land und ja, möchte eigentlich gar nicht mehr in der großen Stadt leben. Und der Ort hier, da ist einfach nur Ruhe und Frieden. Und ja. Ja, ich habe eigentlich das Gefühl, dass dieser Ort, weil der so friedvoll ist, in mir so eine Ruhe und so ein Gleichgewicht hervorholt. Ich fühle mich hier lebendig und aber auch geborgen irgendwie und ja, gestärkt von dem, was hier ausgeht, von dem, aber irgendwie auch klein. Weil wenn ich hier durch den Wald gehe oder wenn ich mir die Berge angucke, wenn ich am Barker vorbeigehe, die Imposanz oder die Konsequenz oder die wirkliche Realität, die Stärke, die von hier ausgeht, ja, das lässt mich halt wirklich nochmal komplett über mich neu nachdenken und halt auch über das, was ich in mir drin habe, was stark ist oder stark sein könnte, aber auch Schwächen, die man einfach hat oder wie weit man von dieser Ursprünglichkeit von der Natur oft einfach auch noch entfernt ist. Also in so einem guten Ort war ich eigentlich noch nie. Er verändert mich ganz, er verwandelt mich, würde ich sogar sagen, aber ich würde gerne lange hier bleiben. Ich würde noch mehr davon haben wollen. Oh. Ich fühle mich gut hier und ja, ich hoffe, dass ich mich zum weiterentwickeln kann. Ich fühle mich hier frei. Ich fühle mich hier sehr gut. Von Anfang an kann ich sagen, es war eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Wir sind hier hingekommen und ich habe gedacht, wow, so ein Ort. Ich kann mir seitdem keinen schöneren Ort für uns vorstellen, ganz ehrlich. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen
aufgesetzt, aber es war diese Weite, diese natürliche Schönheit überall, verschiedene Landschaften auf den Hektaren, die hier zusammenkommen. Deswegen fühle ich mich saugut und ich merke auch, gerade in den letzten Wochen habe ich viele Träume, wo so Themen hochkommen, die ich anpacken sollte. Und deswegen erlebe ich oft die Tage, aber vor allen Dingen auch die Nächte hier als sehr inspirierend und ich merke, da arbeitet was in mir. Und ich habe sowieso schon früh hier das Gefühl bekommen, dass in der Natur eine große Kraft steckt und die so aus dem Hintergrund ganz intensiv auf mich einwirkt. Oh, also ich fühle mich hier sehr frei. Ich habe noch nie im Leben einen so friedvollen Ort vorgefunden wie diesen. Und das ist, was mich an dem Ort so fasziniert und dass ich ihn nicht loslassen kann und will. Aber der Ort lässt irgendwie einen Kindertraum von mir wahr werden. Ich habe mich immer für Indianer interessiert und fand das immer toll, wie die gelebt haben. Das war zwar dann Nordamerika, wo ich mich für interessiert habe, aber das hier erinnert mich absolut an so ein Leben, wo man einfach frei leben kann und in der Natur und dann halt eben in der Gemeinschaft mit allen. Noch mehr Freiheit und noch mehr Autarkie. Noch mehr Erkenntnis. Noch mehr Erkenntnis, ja klar, Erkenntnis. Ein Pferd. Dass wir hier bleiben. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir wieder alle komplett sind, die Regenbogengemeinschaft. Es fehlen jetzt noch 7 Personen hier in Chile. Auf alle Fälle mal hier zu sein, dann werde ich weiter sehen, was wird und was passieren wird. Papa. Sag's nochmal, was wünschst du dir für die Zukunft? Papa wünscht ich. Ein Pferd und ein eigenes Zimmer. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass wir in Zukunft nicht nur allein hier sind, sondern den Ort mit Menschen teilen können, die auch die Schönheit erleben und aber auch die Magie des Ortes. Denn da steckt so viel drin und jeder kann was draus ziehen, glaube ich, jeder, der sich darauf einlässt. Noch mehr Frieden. Vielleicht wäre es eine Gemeinschaft, die sich dahin entwickelt, eine neue Gesellschaft zu gründen. Menschen, die ebenfalls diesen Frieden in sich und im Umfeld suchen und bemüht sind, an sich selbst so hart zu arbeiten, dass solche neue Gesellschaften entstehen können, mit Toleranz und Respekt. Oh je, also ich glaube, ich bin so mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart beschäftigt, dass ich kann ich gar nicht beantworten, die Frage. Also Schritt für Schritt in die Zukunft, der Weg ist das Ziel. Ja, ich denke, das war ein ganz guter Einblick für euch, wie es uns hier geht und wie wir uns hier fühlen. Unsere Anfänge bestreiten wir hier in Zelten mit offener Küche, lernen die Natur und die Gegebenheiten hier kennen und träumen von kleinen Häuschen, Gärten und Tieren. Unseren Alltag zeigen wir euch im nächsten Video. Wir lassen euch teilhaben, wie wir hier Stück für Stück ein autarkes Leben aufbauen werden. Und wir zeigen euch, wie es mit unserem Segelschiff der Stahlratte weitergeht, das im Jahr 2023 sein 120-jähriges Jubiläum feiern wird. Begleitet uns, wir nehmen euch gerne mit. Eure Spirebus. Tschüss. Back a year ago.